satisfied with what you have. Every day's an off day if you don't get your way. Scream more, more, more until your throat gets sore. Jump on the direct express. Let's make it right. Don't be a spoiled brat, baby. Get out tonight. Oh, get out tonight. Oh, yeah, you know what I want. Leather pants in any weather, the world revolves around you. Gritty and a bit needy, that's what I like about you. Your perky, pouting lips, oh, put your love on me. Oh, I beg and bribe to get to you, but how much can I pay? Oh, jump on the direct express. Let's make it right. Don't be a spoiled brat, baby. Get out tonight. Jump on the direct express. Let's make it right. Don't be a spoiled brat, baby. Get out tonight. Oh, get out tonight. Oh, come on, baby. Come on, baby. You know what I want. Jump on the direct express. Let's make it right. Don't be a spoiled brat, baby. Get out tonight. Jump on the direct express. Let's make it right. Don't be a spoiled brat, baby. Get out tonight. Ooh, yeah. Shackleton, you know what I want. Oh. I'm making you another million. Some more whipped cream on your cake. I'm handing you another glorious pavilion. You got something that I really need. Something special we all feed on. In the hive, you're the queen. I'm a stone from your throne. I'm a king of motherfucking working You can bite my wings off and drag me out. You'll always be my keeper, my holy route. You can make another fucking million. What you want ain't what you get. You can try to crush me 1,000 times. You will be my keeper, my only way out. Try to make another fucking million. What you want ain't what you get. You blink and we all fall to our knees. Some more icing on the cake. Don't think for a second that we're more than civilians. You got that something I need. The special thing we all feed on. In the hive, you're the queen. I'm a stone from your throne. Ja, Tach auch, da bin ich wieder. Hallöchen zusammen. Ja, schön, dass ihr so zahlreich schon da seid. Richtig was los hier. Ja,
ihr seht schon, ich habe hinten schon wieder was auf für eine BBQ-Reaction. Ich habe heute ein paar Videos rausgesucht, weil die alle so ein bisschen kurz sind und natürlich auch wieder ein How-To, so wie letzte Woche versprochen. Aber wir gehen jetzt erstmal durch, wer alles da ist. Nee, erstmal das Wichtigste. Prösterchen. Also, so, schauen wir mal. Wen haben wir denn da? Gehen wir mal hoch. Also, der Thorsten ist da, Steven, Hallöchen, Tobi Gartenwicht ist da, Enrico Sievert, Volker Borst, das bin ich. Dann Christian Jelinek ist da. Ich hoffe, du konntest was mit meinen Tipps anfangen. Wie gesagt, ich habe auch keine Erfahrung damit, aber der sah gut aus. Dann der Oliver Seeger war da, ist da. Der Marc S. ist da. Steffen Kloß ist da. Metzger Waschel ist natürlich da. Fritz Schöder, MP Wörtje ist da. Der Carsten Wüstenberg, der Luke, der Big Fanny MF, sowas. Horst Reichelt ist da, Steven, anderer Steven ist auch da, aus dem Taunus. Luke Man ist da, Captain Knispel aus London ist da, ja Hallöchen, schöne Grüße nach London. Dann der Gordy ist da, Rob van Veen ist wieder da, Hallöchen. Dann Mino, hi, Mino von Minus Cucina ist da. Dann Badabum, Bad Bam, Bang, Bang, Bum, Bam, Bum ist da aus Frankfurt. Dann der Volker ist da. Nico haben wir hier, die Grillferkel, Stefans Grillecke, Salah Armin, Heiko S. Jetzt bin ich hier. Heiko Elsner. Boah, jetzt ist ja aber Low Budget Do It Yourself, den ist da. Der Jens Janinchen ist da. Mein Nachbar, der Frank, ist auch da, der Matthias ist da, der Dirk 1. FC Köln ist da, Markus Groß ist da. Ja, leck mich am Arsch, was ist denn hier, Leute, los? Dann Luftritter Sloan sind da, Ingo Klever, Heiko Kaiser. So, und das waren sie, glaube ich, alle, die ich jetzt mal eben schnell hier durchgelesen habe. Ich sehe immer nur diejenigen, die auch hier was im Chat schreiben, ne? Die anderen sehe ich nicht. Ihr seid sozusagen anonym. Ja, toll, freut mich wirklich, dass ihr so zahlreich jetzt schon hier seid. Und wie gesagt, heute glaube ich auch wieder mit richtig geilen Videos. Wie ihr hier im Hintergrund seht, habe ich hier einmal The Crispiest Pork mir rausgesucht. Und ganz ehrlich, weil ich das heute Morgen gemacht habe, ich habe keine Ahnung mehr. Also ich scroll ja eh immer nur so 1, 2 Dinger rein. Steffen, am Wochenende deine weltbeste Barbecue-Soße gemacht. Und Steffen, wie war sie? Schreibt mal rein. Auf jeden Fall habe ich hier dann The Crispiest Pork. Also wir machen da heute nicht alle Videos von. Ein paar machen wir da für nächstes Mal. Dann habe ich hier nächste Video Chicken Bombs. Dann habe ich hier und du bist jetzt auch noch Mitglied, Steffen. Ja, sehr geil. Mitglied seit 8 Monaten. Nee, ich wollte gerade sagen, hier kam irgendwie die Meldung irgendwie anders. Dann The Ultimate Smoked Meatloaf habe ich hier. Also schön Hackfleisch gegrillt, Hackfleischbällchen irgendwie so, keine Ahnung. Dann habe ich hier mal so Competition Chicken. Ne, so auf so Wettbewerben machen die ja immer so, da schneiden die das so ab und alles so richtig schön. So wie hier, dass das so fast Rechtecke sind. Könnten wir uns reinziehen. Und dann wieder unser How-To-Video, was wir ja jetzt seit 2, 3 Wochen so machen. Und zwar, das wird auch ein etwas längeres Video, 22 Minuten geht das. Und zwar hier von Smoking Dead, und zwar Offset Smoker Fire Management. Und zwar habe ich mal in das Video so ein bisschen reingeguckt und der hat sich einfach mal so große YouTuber genommen und hat geguckt, wie machen die ihr Feuer in einem Smoker, also in so einem Feuersmoker, in einem Offset Smoker, aber so Gartengröße. Also jetzt nicht da diese riesigen Kanonen, die da haben, sondern Gartengröße. Ich glaube, das ist ganz interessant, sich einfach mal anzugucken, wie machen die ihr Feuer. Ich habe ja gerade aktuell tatsächlich gar keinen Offset-Smoker hier, aber ich finde es trotzdem geil. Und ich glaube, einige von euch wird das auch sehr interessieren, wie denn da so das Feuer gemacht wird. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen uns erstmal ein Rezeptvideo rein, dann machen wir das Fire Management und dann hauen wir noch ein Rezeptvideo hinterher. Ich glaube, so kommen wir dann ganz gut daran. Der Inge ist auch da, Carsten ist auch noch nachgekommen. Ja, siehst du, ich lese schon, Rob hat einen Offset-Smoker. Ja, geil. Ne, also ich glaube auch, dass das Video richtig gut ist, weil der erklärt, wie er das Holz da reinlegt, was für ein Holz, schräg, links, geradeaus, oben drüber gestapelt und wie auch immer. Also von daher kann das nicht schlecht sein.
Ja, siehst du hier, Matthias, am Wochenende meinen ersten Offset-Smoker angeschmissen. Sehr geil, dann kommt ja für dich das Video hier, wie gerufen. Aber wie gesagt, das machen wir als zweites Video. Welches nehmen wir denn als erste? Das war die als erste Aufab, oder? The Crispiest Pork. Interessiert mich immer, wie einer Schweinehaut so richtig schön crunchy kriegt. Ich habe ja einen Schweinebauch vor 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, keine Ahnung. Video extra gemacht auf meinem Kanal, also wer es nicht gesehen hat, das hat auch sehr, sehr geil funktioniert. Allerdings nicht im Grill, im Airfryer, also in der Heißluftfritteuse. Und das war richtig, richtig gut. Hallo Michael und hallo Anke. Ich hoffe, Anke, euer Wetter ist besser geworden, denn du bist ja wahrscheinlich noch in Kroatien, ne? So, Jeckel ist auch noch nachgekommen. So, und wir, würde ich sagen, starten jetzt mit dem ersten Video. Das heißt, ich mache mich klein, wir machen das groß. Oh, ist das gar nicht? Doch, ganz groß. Und starten wir. Also Tacos finde ich schon mal geil. Und der Pork Belly, der sah echt gut aus. Also hier der Schweinebauch, ne? Alright, so we're going to be smoking our pork belly first. So whatever barbecue you're using, set it up for some smoking. Start by Okay, die smoken den erst, ne? Gucken wir uns das mal opening this an. up and taking our cooking grate off. Take the heat deflector out. Then we'll get some briquettes in our charcoal basket. And then I'm going to bury a fire Och, lighter in das sind aber süße Köhlchen, wa? Jo, süß. Die sahen jetzt irgendwie so die Briketts, ne? So irgendwie klein, ne? Oder? and light it up. Alright, so we've got about 10 to 15 minutes before those briquettes are going to be ready. So we'll use that time to trim up our pork belly. Alright, so here I've got our So, beautiful der, little auch der, pork belly. aber einen Picked this up kleinen from Pork Mr. Belly, B. okay. This is around 600 grams. Doesn't really need 600 much trimming. Gramm. It's just a little bit of excess fat on the bottom here. Also jetzt ganz ehrlich, das hier hätte ich nicht weggeschnitten. Ihr? Also ich nicht. Der sieht doch super aus, so wie er ist. I'll trim off. And then there's just a little thin edge here. So I'm just going to square that up. Like so. Ah, And honestly, echt, that's ein as far as bisschen, I'll aber go with mehr, this ne. piece. That's now good to go. And while we've still got a few minutes before our briquettes are ready, I've just got some smoking wood ready. Gone with a beautiful chunk of pecan, but if you've got another favorite smoking wood for pork. So, jetzt habe ich schon wieder eine Frage an euch. Pekanholz. Was ist das für ein Holz? Also Pecan nennen die es. Also ich glaube P-E-C-A-N geschrieben. Gibt es das hier auch? Oder gibt es das nur in Amerika? Weil da smoken wirklich super viele Leute mit. Wenn das einer weiß, gerne mal hier reinschreiben. Feel free to use that. Alright, and after just over 10 minutes, our briquettes have caught light nicely. So we can So, der hat jetzt so ein kleines Glutnest da. both vents. Hat da so einen Chunk reingeballert. 5 or 10 minutes to preheat up to our target temperature, which for this cook is going to be around the 250 Fahrenheit or 120 Okay. Oder? Was sagt er? Celsius. Alright. Oh, er hat es auch in Celsius gesagt. Da muss ich aber nochmal reinhören. Weil ich habe wieder dazwischen Or gequasselt. 120 Celsius. Alright. 120 Grad Celsius. Da will er jetzt erstmal. Ah, Pekanuss. Ja, Pekanussbaum. Ah, cool. Ja, also ich habe das Holz viel in Amerika gesehen. Boah, und ich freue mich auch so wieder, ey. Ist nur noch ein Monat, dann geht es bei mir auch wieder los. Ab nach Amiland. Und ja, damit haben die echt geil gesmoked da drüben. So we are pretty much at temperature. So we'll open our lid, get our pecan chunks straight on the fire, get our heat deflector back in. Then our cooking grate. Natürlich alles hier indirekt. Beautiful little pork belly. Then we'll close our Bei lid, 120 let it Grad. start smoking away. So all I really need to worry about now is just maintaining a nice, steady, clean smoke. We'll give our pork belly about an hour before we come back and check on it. So while Okay, und er sagt jetzt auch, ja, ist jetzt auch alles eigentlich egal, ne? Temperatur kann ungefähr so bleiben, gar nicht so wild. Tachakfresse. Gar nicht so wild. Wie gesagt, so ein Porkbelly kriegst du ja auch nicht trocken, ne? So ein Schweinebauch. So, und er sagt jetzt eine Stunde bei 120 Grad erstmal drin lassen und darauf achten, dass er einen schönen, konstanten, feinen Rauch hat. Und währenddessen macht er jetzt eine Guacamole. Ich meine, so Guacamole, da gibt es mit Sicherheit auch so ein Ultimativrezept, aber ich mache die auch immer frei Schnauze. Weil ich auch gar nicht, muss ich ehrlich dazu sagen, ich bin gar nicht so der Fan von Guacamole, aber meine Gäste essen die ganz gerne. Ich dipp da auch mal rein, aber muss halt nicht sein. Also nimmst du Avocado, Knoblauch, wie er hier hat, ein bisschen Tomaten, ein bisschen Zwiebel rein, Salz, Pfeffer, Öl, fertig. Ne, gucken wir mal, wie er das hier macht. So wie ich sage, Guacamole, Zwiebel, Knoblauch,
Ah ja, und natürlich The end of my thumb when I was cutting Zitronen- the oder onion. Limettensaft, I was thinking ne? the other day, I haven't cut myself in ages, so I've clearly jinxed myself there. So I've just quickly put a band-aid and glove on that while we dice up some tomato. And we want to add around 1 to 2 tablespoons of finely diced tomato in. Ja, cool. We want to finely chop around a teaspoon worth of coriander. Obwohl ich in Amerika gesehen habe mit dem Pekanuss, also die haben halt nicht so kleine Chunks, sondern die haben richtige Holzklötze dann halt, auch für die Offset-Smoker. Werden wir gleich mit Sicherheit auch in dem nächsten Video sehen. Want the juice of half a lime, a good pinch of So, jetzt salt, haut er da. black pepper. Das ist auch eine Limette, die er da reinhaut, ne? Really good mix. So, und so hast du eigentlich im Endeffekt schon eine Guacamole gemacht. Then you can have a taste and adjust it to your liking. Alright, and then for our chili Den Salz, Pfeffer noch rein. obviously you want some Ah, pineapple. jetzt macht er noch eine Salsa. Oh, was hat er da? Pineapple, also Ananas. Tablespoons worth. Oh, das ist interessant. Then I'll Ananas. add one finely sliced small red chili. Eine Chili rein. Geil. Ah, cool. Danke, Heiko. Einer von euch hat eine Mitgliedschaft Finely diced bekommen. tomato. Around the same amount of green jalapeno finely diced. Noch ein bisschen Jalapeno rein oder wieder scharfe Salsa. Around the same amount of Zwiebel rein diced white onion. And the juice of half a und lime. wieder Add that. And a good Limette. pinch of pepper, salt. Gut Pfeffer. Ja, und so hast du mal eben eine Salsa gemacht, eine geile, ne? Taste, adjust it to your liking, and then you can set it aside until later on. Geil, so mit Ananas, coole Idee. Over an hour, this little pork belly is looking incredible. So what we'll do Okay, now das ist jetzt nach einer Stunde Smoken. Ja, so sieht der halt aus. skin all up. Die Haut ist jetzt. Oh, das Dingen, das, was der jetzt hier in der Hand hat, wisst ihr, wo ich das für ein paar Ucken gesehen habe? Ich weiß gar nicht, seid ihr da auch? Ich tumme mich gerade auf Temu auch so ein bisschen. Das ist ja sowas wie Wish, also so ein billig China-Anbieter. Aber ich gucke ja halt viel auch TikTok. Und ich habe halt echt total viele gesehen, die, ich sag mal, die da bestellen und wo bisher auch wirklich alles angekommen ist. Ich glaube den jetzt mal, das sind eigentlich relativ seriöse Kanäle. So, und ich muss echt sagen, wir haben gerade auch mal unsere erste Bestellung da gemacht, aber den habe ich vergessen, aber den habe ich da auch gesehen. Und das Geile bei Temu ist, du zahlst ja irgendwie keine Versandkosten, ist auch alles abgesichert, dauert zwar 1, 2, 3 Wochen, bis es dann hier bei dir ist, aber mega günstig. Und ich meine, das meiste wird eh in China hergestellt, ne? Das ist auch, was du hier in den Läden kaufst. Also von daher, wir probieren das gerade mal aus. Ich bin gespannt, was da und wenn es dann da ankommt. Aber genau den habe ich da auch gesehen. Flavor, I'll be using a jacquard. This is just going to help us get that bubbly crackling we all love. Okay, also haut er da jetzt richtig schön Löcher rein To thin strips. und schneidet direkt so schöne Now we can heat Streifen. up some oil to finish these off. All right, now we are ready to deep fry our pork Ach, belly. und jetzt frittiert er die. Das hätte ich nie gedacht. Extra crispy. So we're just gonna drop Ah, in das ist schade. Ich habe gedacht, er macht das jetzt im Grill. We'll fry each piece for around 3 minutes. And make sure you're being super careful when you're doing this. You want to make sure you can quickly cut the heat source. You don't want to be overloading your pot either. You just really don't want to mess around when you're handling hot oil, especially for the next stage of this cook, because we're going to be bumping the temperature up of this oil from 180 Celsius to around 240 Celsius. All right, now that's been a few minutes, so we'll get these pieces. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schade. Also dann hätte ich sie jetzt lieber nochmal im Airfryer gegeben. Er hat sie jetzt erstmal bei 160 Grad einmal vorfrittiert sozusagen oder 190 Grad hat er gesagt und gleich wieder nochmal auf 240 Grad gehen, also richtig heiß das Öl machen. Ja, und das ist immer echt gefährlich, ne, weil das spritzt schon ganz schön, wenn du so hier Pork Belly so frittierst. Back in one at a time. We're going to give them another 3 minutes or so until they're nice and crisp and all that crackling has formed nicely. So, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt ist es richtig heiß. As you can see, Ja, und das siehst du, geht sofort. Ja, dann geht es natürlich sofort hoch und hier spritzt eigentlich auch nichts. Aber trotzdem ist es immer gefährlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er hier in der Fritteuse macht. Ist nicht, wenn du vorher gesmoked hast und dann in eine Fritteuse machst. Also ich glaube, so viel Smoke-Geschmack hast du da nicht mehr dran, oder? Ich bin mir nicht sicher. Egal, gucken wir uns jetzt die Tacos an. Auf jeden Fall ist sie hat ein mega Mundgefühl, das auf jeden Fall. Sind Guacamole drauf, die er gerade gemacht hat. Bisschen Salz da drauf. Ja, okay, das sieht schon geil aus. I just cannot get over how good that looks. And I already know this is going to taste amazing.
Und hinein. That is incredible. That perfect crispy Ja. pork belly. You can still get that subtle smoke flavor, that beautiful guacamole, and then that fresh chili kick from that salsa. That's incredible. Aber ich habe ein bisschen gehofft, dass er irgendwie mit dem Grill so richtig crunchy macht, weißt du? Jetzt nicht mehr frittieren. Aber dann, ich sage, wie es ist, dann hätte ich lieber im Airfryer reingeworfen. If you've got any questions, don't hesitate to ask him in the comments below. I'll put the recipe and everything else you need Ja, Michael, Sekunde. Hier muss ich mal eingreifen. Ja, da hast du recht. Es geht, also bin ich auch wirklich der Meinung, dass man nur so ganz würzige Holzsorten und ganz milde Holzsorten eventuell einen kleinen Unterschied schmeckt. Der Rest schmeckt fast alles gleich. Ich meine aber vom Brandbild her. Dieses PK-Holz, das brennt unheimlich geil. Das, was ich auf jeden Fall gesehen habe. Okay, wir machen weiter. Ja, du kriegst natürlich Thumbs up. Das war doch ein schönes, kurzes Video für eine geile, coole Rezeptidee. Optisch der Hammer, genau, Jens. Alles klar. So, dann würde ich sagen, machen wir mich hier mal wieder groß. Der kriegt ein Like, den werde ich auch abonnieren, weil den hatten wir noch nicht. Das Lone Slow Basics heißt er. Oh, 100.000 Abonnenten, ey. Und dann schreiben wir mal rein. Great job. Greetings from Germany. Und raus damit. Alles klar. So. Dann würde ich sagen, ja, was sagt er? Erzählt mal. Also ich fand die Salsa ganz interessant mit der Ananas. Ich mag ja Ananas, also von daher kann ich mir das ganz gut vorstellen. Obwohl, ja, bei mir auch komisch, ne? Ich mag zum Beispiel auch warme Ananas, so schön mit ein bisschen Honig und Minze, finde ich voll geil. Ich mag aber nicht Ananas auf einer Pizza oder so. Das ist so gar nicht meins. Ne? Aber jetzt hier das Rezept, bis auf das der Pork Belly. Ich meine, das funktioniert ja mit dem Pork Belly, wenn du ihn frittierst mit dem Schweinebauch. Aber trotzdem, ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass er den irgendwie uns einen Trick auf dem Grill zeigt. Weißt du, wie der den so optisch geil bekommt. Aber müssen wir halt weitersuchen. So, was sagt ihr dazu? Ja, sag ich genauso. Also, aber auch wenn es bei uns damals Toast Hawaii gab, also Toast Hawaii ist ja auch, glaube ich, eine deutsche Erfindung, habe ich immer zu meiner Mama gesagt, ich möchte Toast Hawaii, aber ohne Hawaii. Also ohne Ananas. Ja, genau, sehe ich genau. Salz aber interessant. Guacamole Standard. Und mit dem Pork Belly, ich meine, der wird so crispy, ist mit Sicherheit auch ein geiles Mundgefühl. Aber ich hätte ihn jetzt frittiert, hätte ich das jetzt nicht gedacht. Hi Sven, auch geschafft. Super geil. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem langen Video. Und zwar Offset Fire Smoker Management oder umgekehrt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der wird viel reden. Wir werden ihm viel zuhören. Ich werde immer mal versuchen, ein bisschen was zu übersetzen, euch zu erzählen. Und dann schauen wir da einfach mal rein. Ja, Big Fanny FM, MF, warmes Obst, generell Fische. Also ich finde zum Beispiel sehr, sehr geil, und das ist irgendwie komisch, aber ein Pfirsich passt unheimlich gut zu Steak. Fragen nie warum, das ist einfach so. Richtig lecker. Alles klar, Mino. Viel Spaß beim Sport. So, und dann ziehen wir uns jetzt mal das Video rein. Und zwar das Fire Management in einem Smoker. Und zwar der Vergleich von verschiedenen Methoden. Fire management and why some of the best advice on YouTube doesn't translate to popular backyard. Okay, und er wird die Methoden von wirklich hier richtig großen Barbecue-Kanälen nehmen. Also immer Mad Scientist Barbecue. Ich glaube, da habe ich ja auch ein Copyright. Den darf ich nicht mehr gucken. Hier auf jeden Fall, hier bei euch. Dann Jervis Barbecue, muss ich euch ehrlich sagen, kenne ich gar nicht. Schatz Barbecue hatten wir schon öfter bei uns. Und Nox Ave Barbecue kenne ich auch nicht. Ziehen wir uns auf jeden Fall mal rein. Offset sizes. So I've got 4 of the most common backyard sizes, whether it be 30 gallons, 60 gallons, 85 gallons, and 110 gallons, to show how 4 common setups translate to backyard offset smoker.
Okay, er hat auch noch verschiedene Smoker da. Ich bin So gespannt. let's meet the backyard offsets that I'm using for today's comparison. If you happen to have the exact same one, you can follow along at home. But since this video is about translating advice and tips and techniques to get the result that you want out of your backyard smoker, you might have to do the same that I'm doing here today and make some adjustments to make sure you get the performance that you're looking. Because I can already, spoiler alert, tell you. Also das ist natürlich, er kann auch nicht jetzt natürlich nicht sagen, dass er auch hundertprozentig dann so bei uns funktioniert zu Hause. Aber er versucht, warte, ich mache ein bisschen lauter, aber er versucht das halt so ein bisschen, ach, warte mal, so, jetzt müsste er viel lauter sein, warte mal, da muss ich ihn hier wieder ein bisschen runterdrehen. That some of the tips and techniques Ist shared for lauter so? a 1,000-gallon offset Besser? smoker just do not translate to a small backyard patio offset. This video is not sponsored by any brand or manufacturer, even though I have 4 offsets. This is for a temporary period. And today, Seriously? Sehr, sehr geil. Also die Offset-Smoker gehören nicht ihm. Und er hat auch gesagt, die sind nur für eine kurze Zeit da. Und dann kommt seine Frau um die Ecke und sieht 4 Smoker im Garten. Ich glaube, all unsere Frauen würden so the reagieren. crash course on how and why I have 4. My oldest offset is 2 years old. It's my Carlisle Generation 1 offset by Smoke North. I bought this when I was considering and looking at the Franklin backyard offset pit. After about a year of being on the wait list, I gave up and found this as an alternative, and I absolutely love it. I was drawn to this 60-gallon size because originally I thought I could fit it under my outdoor kitchen area, and I didn't want it to take up too much space. Okay, da hat er But nicht so einen flash großen forward zu 2 Hause. years, and I found myself wanting a little bit more space in the 4 racks of ribs or so that I can fit on there. At about the 2-year mark, I started to hear a rumor of a second generation coming out. And before I wanted to spend the money, one of the things I love testing on my channel is inexpensive options versus expensive options. And many times it's about a 50-50 split in terms. Ja, also er vergleicht halt auch gerne. Und nicht so, also er hat gerade erzählt, er hat sich den kleinen geholt, dann musste er sich aber noch einen etwas größeren holen. Einfach auch der in seine Küche passt und so weiter. Hallo Steffen. Einfach, damit es halt besser passt, ne? So, und ja, hier hat er jetzt 4 Stück The stehen. inexpensive option can compete just as well as options costing far more. And so before I doubled down and got another premium backyard offset smoker last year, just before the holidays, I found Oklahoma Joe's on clearance and Highland offset smoker at Lowe's. I picked that up and I put it through a bunch of 3,99, aber das ist auch so ein tests, schöner. including some mods that you'll see Kleiner, on ne? my semi-insulated firebox, an air intake relocation. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, sich noch Schamottsteine unten in die Box zu machen. Gerade bei billigen Offset-Smokern, der hält dann halt wirklich ein bisschen besser die As Hitze. well as an extended chimney, and I love it for the money, even though, again, if you have one of these, it is, in smaller offsets like this, one of the most difficult to use compared to the bigger models in terms of managing your temperatures. Na, er sagt auch, ne, die kleineren, günstigen, die nicht so dickwandig sind, gerade die kleinen, ist damit so am schwersten eine Temperatur zu halten. Ne? Je größer so ein Grill ist, also so ein Offset-Smoker, desto länger oder desto einfacher ist es, eine Temperatur da ordentlich hinzukriegen. I'll share some advice how to overcome that. And then, since I wasn't sure which model I wanted to go for, I was able to convince my wife to get both under the guarantee that I sell 3 out of the 4 by May. So that's how we got to 4 backyards in the offset. So now let's get into the 4 most common fires that are shared by some of the internet's most popular offset fire management teachers. So since it'll be easier out here to demonstrate. Okay, jetzt geht's um 4 Styles, wie man so ein Feuer machen kann. The 4 different fires that we're going to build. Let me walk you through 4 of the most common methods shared online and who shared them. So first I'm going to start with the Jerby method, which in his video, if you've seen that, he'll highlight not to do something. Okay, das ist die Jerby-Methode. Fast, big flames, too much airflow for logs to turn. Also mit Like 4. this H pattern, as what we're going to get is too much airflow with really high flames. And this is absolutely true. If you go for campfire lattice sort of structure here, we're going to get Okay, habt ihr gesehen? Also 2 unten, a 2 high oben flame that's drauf. going to draft
into Und das gibt halt eine sehr hohe Flamme, die ihr hier durch euren Offset-Smoker hier hochschießt. our cook chamber, and that's going to be at the risk of crisping up whatever it is that we're cooking, and we don't want crispy briskets. So his fix for this is to tighten up our log. So we have a bit of our coal bed down below, and then working a fire near the door so we have more clearance is to build a fairly tight 3 to 4 log pattern on. So, und er sagt, also, erstmal so nah wie möglich eine Tür bauen, dass du so viel Platz wie möglich noch nach hinten zum eigentlichen Garraum hast. Oh nein, wo habe ich denn jetzt hingeklickt, ich Trottel? So, Working a hier. fire near the door so we have more clearance is to build a fairly tight 3 to 4 log pattern on top. And so this is a bit of a knockdown fire, and he claims here that this will not only help keep the flames lower, but you'll get much more longevity out of your fire. So we're definitely going to test that. Mad Scientist, let's do him next. Okay, also, das war jetzt das erste. Das war das erste Jerks. Oh, meine Frau haut ab. Tschüss. Okay. Okay. He does a bit of the opposite of this, where his common approach is to go across the firebox with 3 logs on the bottom, right over the coal bed after that's been raked out, and then So, der legt 3 auf den depending on the Boden. target temperature that he wants to achieve in the pit, it's going with 1, 2, or 3 logs right across the. Okay, und dann macht er 1, 2 oder 3, je nachdem, was für eine Temperatur er braucht, oben drauf. Aber ihr habt gerade auch schon bei den anderen gesehen, die haben alle eine super Grundglut schon unten. Das heißt, die erste Lage an Holz, die lasst ihr erstmal komplett, bis die wirklich sich zur Glut gewandelt haben. Weil ihr braucht halt eine gute Grundglut halt generell, ne? Top. Next, let's move into Chud's barbecue. So Chud Letzte Methode. gets a little bit closer to some of the fires that Ah, okay. Was macht er? work in a really, really small offset, where he'll take his coal bed, bank it to one side so this log is nestled in nice and tight, and then put a log in a bit of a teepee pattern. So, also der hat hier so ein Kohlebett und dann legt er eins quer und eins so halb schräg da drüber. Across that. And to try and expose the bottom of the log to the coal bed, he suggests going on a bit more of an angle like that. So we've got a long, prolonged area of exposing it with plenty of room for airflow to come into your pit. Ja, And then wichtig ist halt, also die reden ja immer vom Airflow, dass halt wirklich die Luft reinströmen kann. Und wenn du halt den einen so ein bisschen schräger stellst, kann halt die Luft auch besser reinströmen, ne? but not least is the Joyum method, which is more of the mark of Zorro ist die here. So if Julian? we're looking down, Okay. you see Der hat the 2 Z unten und pattern ein where quer you've got drüber. 2 logs on the bottom, your coal bed in the middle, and then on a diagonal across a 3rd log. So now that we understand the 4 different fires that are shared most common in some of the most popular fire management videos, let's apply them into different size offsets and see how they perform. So game plan to get. So, und das finde ich jetzt geil, ne? Also nicht nur, dass er jetzt erklärt hat, wie die 4 das machen. Das so, jetzt probiert mal selber schön zu Hause aus. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wird er jetzt alle 4 Methoden an allen 4 seinen Smokern mit verschiedenen Größen testen und hoffentlich uns gleich auch Temperaturen und so weiter geben. Also ich bin echt mal gespannt. Get all of our offsets up to temperature, I'm going to use some kiln-dried grocery store birch wood along with a little bit of Fogo charcoal. I like to use a little bit of charcoal, just toss it in the bottom underneath our fire. Okay, und ihr seht, ne, also er hat überall jetzt schon And then go gutes with a few Kohlestit pieces reingemacht. of birch. So when I hit it with my grill blazer grill gun, we're up to nice clean flames in under about 30 seconds to max a minute. This is going to help us overshoot our temperature. We might see 400 degrees or so on our gauge, but it's quickly going to settle in, and that's just going to help get anywhere from 200 to 600, 800, 950 pounds of steel heat soaked and up to temperature, and that's when we're going to jump in to our fire management. For keeping things consistent, I'm using the exact same wood in all 4, which is going to be oak from the same destination. So this is not kiln dried, but this is naturally seasoned. This is buying this bag stuff is a lot. Okay, also er nutzt jetzt natürlich überall das gleiche Holz. Oak ist Buche? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich More glaube ja. expensive, but when you're just learning and picking up, this could be one of the best things for honing in your skills. If you always grab different wood, different moisture levels, different varieties of wood, it can throw you for a loop. So this is Ja, also sagt er auch, ne? Also du solltest dich dann auch auf ein Holz einschießen, weil, also natürlich kann man ein bisschen variieren,
weil die Holzarten sich natürlich auch immer wieder anders, Eiche, okay? Die, Eiche ist dann, Oak ist also Eiche, schreibt gerade der Rob. Ne, also weil natürlich die verschiedenen Holzarten, das eine brennt schneller ab, das andere kürzer, das andere brennt heißer und, ne? A piece of advice that I would recommend for anyone looking to hone their offset fire management skills is to find a wood supplier, at least for the short period while you're learning, and stick with it. It will make your life so much easier. Plus, something like this, they all come in a fairly uniform size and consistency so that we are not going to have any differences. The only con to this is, again, as we go up in size, I can get away with burning larger splits in a 28-inch firebox than I can in a 24-inch firebox. But enough about that. Let's build our 4 most common fires. Okay, let's start with the Derby fire. Derby fire in dem Kleinen. Placing 2 logs running lengthways of our pit with our coal bed in the middle. Zack. And then Und zwei using oben the drauf flat hat er, side of the ne? log, place that right down on top, and we're going to stack these close together. So, 3 About a Stück oben minute, drauf, those have all ziemlich caught, so eng let's close our zusammen. top door since we are drafting out, and we'll go add a temperature probe onto our gauge so we can track the temperature and take a look at the fire in a couple minutes. Okay, I've placed a probe in the middle. We'll give that a couple minutes to come up to temperature so we can keep track of how each fire performs. So, was steht da unten? Moment to 450 Grad, also 200. So on our 60 gallon, we're going to do Celsius. the mad scientist approach with 3 logs across. Aber das war jetzt nur halt, als like das Feuer this. richtig gebrannt hat, ne? So. And Ist do die andere the Methode minimum richtig? 1 log on top. Und So einen now those oben are caught. drauf. Let's get a probe and log the temperature in the pit. Und auch 440 auf 225 Grad ungefähr beim Full Fire, sage ich jetzt mal. Wenn es On gerade my voll am 85 Brennen gallon, ist. I'm going to do the chud fire, which is banking the coals Da war ja nur einer rechts one und einer side, quer drüber. nestling a log in there, and then going with a horizontal across the coal bed in order to help give more surface area. Okay, that's caught. Let's go record the great temp. Ja, da seht ihr aus weniger viel Feuer, 350 Grad sind so ungefähr. Okay, so here we're going to be 170, building ne? the Joe Yim Zorro style fire by placing our 2 logs with our coal bed pushed in the middle and then making Z patterns. So you can either, well, we'll do it that way so that we get air in this way. So there's our Z. Let's let that come up to temperature. Looks good. Let's go record great temps. Okay, das ist jetzt auch der größte Smoker, da hast du halt 250 Grad So as we Fahrenheit. saw Also, there, none of our 4 fire setups were able to achieve the low and slow temperatures that we might be after, whether it be 225, 250, 270. More often than not, we were going nuclear. And I've run every combination, including even on my largest offset at 110 gallons, the Huron Gen 2. And whether it be Jeremy's method with 3 logs on the bottom and then 1, 2, or 3 on top, depending on what he's after, or if I go with the Derby method with 2 on the bottom and 3 tightly stacked for that knockdown fire, there's no way to not be at 400 to 500 degrees in any of the 4 that I own. And so while this method, I'm sure, works fantastic for Jeremy and okay, also das ist jetzt auch interessant. Ne? Er sagt, keine dieser Methoden haben jetzt bei ihm so eine Low- und Slow-Temperatur hinbekommen. Das heißt, der glaubt zwar, dass das für die wahrscheinlich alles super funktioniert. Derby on the offsets that they have, these setups and approach just don't translate to different common Aber zum Beispiel für seine Smoker keine Chance. Ich bin mal gespannt. offsets. Das And Video geht this ja is noch. even true. I've seen Jeremy in one of his videos where he went to a small, cheap offset smoker and he was struggling to get that fire going and dumped a bunch of unlit charcoal on it, only to find, as what I do in my Kamado Joes, if I want to cool them down, is I dump some extra charcoal. It brings the temperature really down, and in a matter of seconds, you can see his fire's out and he's working at trying to resuscitate that back to life. These smaller offsets. Okay, das war jetzt so ein bisschen als Trick. Wenn du also zu heiße Temperaturen hast und dein Feuer gerade zu stark ist, dann einfach Kohlen aufs Feuer geben. Das bringt die Temperatur halt schnell wieder runter, bringt die Kohlen natürlich zum Glühen, sodass die Temperatur langsam wiederkommt. Aber so kannst du schnell mal eine hohe Temperatur löschen, ohne irgendwie
Angst zu haben, dass dann Feuer ausgeht. Are hard. And if you mastered, a 500 or 1,000 gallon and you jump to something like what I have, the Oklahoma Joes, you might be surprised at just how much more difficult it is to pull off that nice clean smoke that you are used to. So I commend you if you're following along on any variety of a smaller, less expensive backyard offset with thinner gauge steel, no insulated firebox, and a smaller cook chamber in terms of managing how much smoke can build up before we start to get exhaust venting problems, and a smaller chimney. My hat is off to you. And if you're worried, I've had an experience on a small backyard offset smoker and it was terrible, and I don't know if I want to spend the money to get something larger. Just let me reassure you that life gets much better in terms of offset fire management the larger that you go. Not only is it easier to maintain, Ja, also hier sagt er auch nochmal, ne? Je größer dein Offset-Smoker, desto einfacher ist das more Firemanagement. sticks, but we also Gut, go gucken wir from mal a rein. spiky line. If I show you a chart here from a previous video where you see like short little spikes and short duration burns where the wood combusts and then quickly starts to die out. We need to add more. Bin mal gespannt, ob er uns jetzt noch zeigt, wie es dann richtig You funktioniert. start working your way towards a flatter line. And if we were to go all the way up based on being a guest on a larger offset, 500 to 1,000 gallon, that line almost flattens right out. So Ja, now aber so that einen hat we've ja keiner von tried uns. 4 common fires, let's do some modifications in terms of what was shared. There's good principles like wood size, splits, hydration, Genau, jetzt managing geht's los. airflow. Also er sagt so, die Methoden funktionieren natürlich alle und die haben auch super bei deren Smokern funktioniert. Und jetzt muss er halt ein bisschen anpassen, so dass er auch auf seinem irgendwie funktioniert. But if Ne? we just copy and paste the exact same setup, as you saw, we're not getting the results that we after. So let me share how I've adapted some great advice to a common backyard size offset. So Ja, let's go with stimmt. my preferred fires now. This is on my 110 gallon Huron Generation 2, which is pretty close to what we ran in this with the Z fire, because we have a 28 inch. Okay, das ist jetzt schon ein relativ großer Smoker, den er hat. Und dann macht er das jetzt auch, dass er irgendwie die Kohlen so ein bisschen einschließt zwischen zwei Holzscheiteln. Firebox, we can get away with having a little bit more of an open flame without the risk of it being sucked into our air intake Mit ein bisschen box. And so this will kleineren. hold a nice steady temperature as well as give us nice clean smoke that I can get fairly aggressive with the damper. So I'll just wait here real time so we can get a reading in terms Ja, of guck mal, how hier long ist- it takes these splits to catch. So Also that der was Rauch ist ja under wirklich 30 schön. seconds, we're ready to go. So let's record the great temperature now that this is going and see what type of fire this is giving us in 110 gallons for temp. Because our Gen 2 Huron has a 28-inch firebox, I can get away with controlling the flames if they get a little bit too open by running the damper about half open. I left them all open today, so Okay, jetzt hat we're er not halb mixing, offen gemacht, da oben noch variables, den but you can see Ausgang. that that's Aber das running ist auch ein along relativ großer just about, Smoker, aber guck mal. 260, just over 250 Ja. on our temperature gauge there, and our great probe is reading 268. 260, das hört sich, das ist doch schon mal nicht Because of that schlecht. Aber das ist auch, wie distance of gesagt, the das ist ein 28-inch relativ firebox, if I come over and look straight großer down, Smoker. you can Ne? see there's no flames being pulled into our cook chamber. There's plenty of distance. Also for 260 them sind to so hang um die out near the front 130 side of our ungefähr. firebox door. Wir können mal gerne nachschauen eben, wie viel es genau ist. Ich meine, ey, gerade wenn du am Offset-Smoker ist, plus, minus 10, 15, 20 Grad, ne, wirst du nie drum herum kommen. Das bricht immer mal ein bisschen nach oben, nach unten aus. Rechner, zack. Wo war jetzt 260 ungefähr? 260. Na, 126 Grad wäre natürlich die optimale Smoke-Temperatur, ne? Check on our next pit. Okay, this is our Carlisle Gen 2, which is 85 gallons and about a 24-inch firebox. So let me show you what I normally Das like ist to ein bisschen do here. kleiner. I go with mostly the Chud method in both of my Carlisles. So depending on the temperature of the fire, I would either go with 1 or 2 logs across, just like so. So once again, I'll leave you here and elapsed time so you can just see how long it takes for these logs Okay, jetzt to gucken wir mal, wie catch lange and die give us nice brauchen, Feuer zu combustion. fangen. And like Und dann you know the drill at wird this point, gemessen. we'll go check out the great temperatures as well. Ja, seht ihr For relativ about flott. 35 seconds to get to this point. I could 35 probably just move Sekunden. that up a little bit more, give it a bit more air underneath, and that would have been even quicker, but that looks good now. Let's go check the temperature. Running about
275. Oh, 260 Grad, ne? 273. Aber die Methode scheint echt gut zu on sein. the Einen so gauge. hinzulegen und dann so einen so quer drüber. And Wenn again, du ein 'cause we've gutes got our Kohlebett fire hast. all the way back towards Bei einem the door. 85 und 110 We look Gallonen straight down. We're not Ding, also getting schon any of those flames große licking Teile. into Größere, our sagen cook wir mal chamber, so. since we've still got enough distance to work with. Probably about a foot or so is about the distance to the flame if I was to reach down in there. Let's check our next one. Okay, this is Carlisle Gen 1 representing 60 So, gallons. 60 Gallonen, jetzt kommen wir so like langsam in the unsere Gen Region 2, von der I end up Größe her. burning a very similar fire in the two of them because I think the Generation Guck mal, er 2 macht es jetzt has wirklich that, so bei allen so. flat top, which acts as a bit of Bam, double einen rechts daneben semi-insulated gelegt, firebox, so the einen so schräg da efficiency drüber. is nearly identical on the two of those pits. And so I've built the exact same fire here, again, with the stick angled this way so that as I close the door, Hi, Ole. air can come in and get underneath the log versus being right up against the door like this and blocking that airflow. All right, just like Gen 2, that was about 35 to maybe max 40 seconds. Ah, Okay, 40 it's Sekunden about voll. Ein bisschen hoch. 280-ish on the Bei gauge. 80. Ah, jetzt sind wir immer noch bei 130 according to ungefähr our grate. Take a look Celsius. inside our Carlisle Gen 1. So we've got that 130, fire. We're down to a 135 Grad 24 Celsius. inch firebox here. Jetzt So muss we've ich auch got immer noch that bedenken, right against Feuer the brennt door, natürlich auch wieder ein bisschen doing what runter, we dann can wird es to ein make bisschen sure that we weniger. look into our cook chamber that we're not getting any flames being drafted in. We definitely have to mind that a lot more than you do if you have a larger firebox and you can get away with a little bit of a raging fire. Again, if we wanted to control that a little bit more, I wouldn't be cooking or doing this demo with the vent all the way open, as again, going to about the halfway mark would completely solve any of those flames being licked into. Ja, das Schöne am Buche ist, das kriegst du hier überall. Ne, Jochen, also Buche, also ich hab's immer, wie gesagt, ich habe gerade gar keinen Offset-Smoker hier, aber ich glaube, ich werde mir irgendwie auch mal wieder einen holen, weil ich es echt geil finde, auch mal so irgendwie was zu machen. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger alles, aber ist halt, da haben wir wieder unsere Männerromantik, ne? Weil einfach schön ist, so ein Feuerchen zu machen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er an dem Kleinen macht. Also Buche kriegst du hier überall. Und wenn du mit Buche trainierst, und das, also egal was, und das habe ich damals mit meinem Offset-Smoker auch gemacht. Ich habe den, glaube ich, am Anfang 6, 7 Mal laufen lassen, ohne dass ich überhaupt was reingemacht habe. Einfach um zu testen, wie kriege ich da drin die besten Temperaturen hin. Also wie, ich meine, mein erster Versuch ist komplett in die Hose gegangen, aber, mein erstes Video besser gesagt, aber wie kriege ich da drin so eine relativ stabile Temperatur hin? Da habe ich dann hinterher getestet wie in der Halbwahnsinn. Und dann hatte ich aber so meine Methode und dann ging das. The cook chamber. Let's check our next pit. Okay, in So, our das ist der Oklahoma Kleine. Joes, the only exception to the rule here is instead of using a full-size split, I find I get the best results cutting those down in half as my log rolls out. So, der hat die jetzt einfach halbiert, weil es halt auch so ein kleineres so Ding ist. after that's burnt down, Auch I like wieder. to just place another one on the side of the semi-insulated firebox. Und da macht er wirklich nur ein rechts, ein And it links. helps give some great heat retention to the Oklahoma Joes. And I like to just try and time it before this log is completely consumed and gone. That's when I add the next split. So that's about an every 15 or 20 minute interval. Just wait for those two to catch. Also 15, 20 Minuten, dann muss er Okay, den about nächsten 45 reinlegen. seconds. Those look good. Let's check the temp at the grid level. Okay, seeing about just Mega, over 250 on the gauge, 125 Grad ungefähr, Celsius, under super. 250 on 120 the Grad. digital gauge. And as you can see, again, as we get even closer, this is where we do have to be really careful to mind that fire drafting in. And on my Oklahoma Joes, what I like to do is place a water pan right on the low position to help again Genau. block some of Rechts those so eine Wasserbox flames from hin, being damit die pulled in. Flammen halt nicht so auch da So, hochschießen. recap, Ne? and standing on the shoulders of those that have gone before and shared some great advice. Thank you for everything that you do for the community. But to summarize the adaptations that we've made in terms of translating some great advice to a backyard size offset smoker, there's a couple things we'll go over in no particular order. First, get a great heat soak fire So, going. When also you light erstmal your das grill. I like to Allerwichtigste in allen nochmal zusammengefasst ist, eine schöne Grundlage an Kohlen zu bekommen. Das heißt, du musst eine Stunde vorher erstmal anfangen,
und dir eine schöne add Kohlegrundlage some of that machen. charcoal and use a kiln-dried wood to really shoot that temperature up. This just will shorten the time till we are cooking and getting nice clean smoke and rolling logs. It'll make it much, much easier than any other approach. In terms of if you're facing a smaller backyard offset, something like the Oklahoma Joe's, you have a choice to make. We didn't spend too much time on it today, but there's kind of two paths. There's the charcoal and add wood for flavor. A little bit I referenced earlier what Jeremy was doing. There's a couple other really popular videos on that. For me, I'm just pure against that. I have plenty of charcoal grills that are burning. Ja, er sagt jetzt, du kannst natürlich auch gerade bei den Kleinen so wirklich ordentlich Holzkohle als Grundlage reinballern und ja. Burning charcoal for heat and trying to supplement wood for flavor. And if you put it side by an offset that's using wood for heat and wood for flavor, dann it haust du halt just immer einen never drauf. holds a candle. So even on something like my Oklahoma Joe's, my preference is to try and get a nice clean wood only burning fire as that result versus the charcoal and wood combination. Ja, sein Ziel ist es immer, das sagt er jetzt auch nochmal, wirklich nur mit Holz ein Feuer zu machen, ohne Kohle oder irgendwie sowas dir da reinmachst, weil das einfach das Geile I ist. find infinitely better, even if it is a little bit more work at first to figure out your ratio in terms of how much wood to add. I think you should definitely do that. And to pull that off, that really comes down to making sure that we are using the right size split. So this is about twice the size that we need. So we need to get our miter saw and cut that down in half in order to maintain nice open flames. Ja, das ist halt vorher ein bisschen Arbeit. Ne? Wenn du so einen Offset-Smoker hast und du hast dein Holz und du weißt, mit welcher Holzgröße du ungefähr arbeitest, ist das halt wirklich so eine Geschichte, dass du, ja, mein erstes Video war genial. Ja, da habe ich mir die Pfoten verbrannt, die Grips fast umgeworfen. Aber klar, dass du mit der Größe und mit der Länge deiner Holzstücke natürlich auch das Feuer kontrollierst, ne? Second topic that we covered is the fire setup. And you should, again, experiment with any of these others' recommendations and see if you get a different result. Just because I get a different result in my... Ja, und wenn ihr jetzt einen Offset-Smoker habt, probiert die alle mal aus, die Methoden, ne? Vielleicht ist ja die eine Methode, die für euren Smoker genau passt. Wäre mega, ne? Hi, David. Oder David. Smokers when it comes to fire management doesn't mean that'll be exactly the same for you. But if I zero in on one of my favorite ones that I watched early on, Jerby, there's just no way that I can pull off sort of that 2 logs side by side with 3 on top for that knockdown fire. I can get what he shares, which will be a very... Na, er sagt so mit 3 Hölzern oben drauf, also 2 unten, 3 Hölzer oben drauf. Habt ihr gesehen, da ist die Temperatur viel zu hoch, ne? Also bei seinen kleinen Garten-Smokern und so die üblichen Smoker, die wir haben, maximal 2, 3 Holzscheite ins Feuer. Long-lasting fire, so we don't need Auf to die be Kohle. adding splits every 15 minutes. Instead, I can get over an hour before needing to interact with that fire. What the story doesn't tell you, though, is if you were to data log that the entire time, we would be up to 500 degrees and slowly working our way back down to a target temperature. And so, since I don't want to be in that big of a range of a window, this is just not a fire setup that works for me. Instead, I go with the one that Jeremy said to avoid here, which was Dankeschön. that Lars verschenkt sort of 5 log Mitgliedschaften. cabin style, or Dani if hat they eine went for gekriegt, the Low Budget hat eine Z-style gekriegt, or the Enrico Chug, Sievert hat eine gekriegt, Manuela style Sobiel where hat we eine get gekriegt more und open Emma flame, and 71. then use Lars my Erdmann, damper vielen, vielen to Dank. knock that back down, so Glaubt, we're da not freuen sich getting welche. that drafting in. And so by having a more open flame, you can now start to use your damper to control how much of that is drafting into your firebox, rather than adding way too much BTU inside our firebox. And this is either going to be all fire and 500-600 degrees, or all creosote and smoke, and we're not going to get the temperatures that we want. The third element of this, once we got our fire set up, is to try and get it as close to the fire door as possible. Okay, also er gibt jetzt nochmal so ein paar Tipps und jetzt der nächste Tipp ist ganz einfach, wirklich euer Feuer so nah an der Tür zu machen, also so weit weg vom Garraum wie möglich.
Klar, weil du willst And so nicht, dass this Flammen combination, reinschlagen. Du willst sort of nicht, dass goes da with the irgendwas previous one. It's the knusprig type durchs of fire Feuer that we wird. build that Ist ja nicht der promotes Sinn lots vom of Smoker. airflow in and around the log and our coal base, but as well as much distance as we can get, particularly in smaller offsets like my 60-gallon Smoke North Carlisle Gen 1, because I don't have the real estate that I have here Tach auch. in my 28-inch firebox on my Gen 2 Huron. And so Ja, that da is kommen something sie that alle. we want to give ourselves as much flexibility as possible to get our fire nice and close to the door, and then use the damper to lock things down Tach auch. and help regulate that fire from Ja, Hallöchen. Ja, also die Greek Fire finde ich auch sehr, sehr cool, weil die halt sehr lange brennen auch, ne? Und die halten halt auch die Temperatur, wenn du die als Grundlage nimmst, gerade für die kleineren Smoker. Tach auch. Finde ich die auch sehr, sehr gut. And all four of these, I noticed the exact same thing. It is incredibly responsive. When you start to play with your damper, you make an adjustment, you'll see an almost instantaneous response in terms of your fire. So just make Tach those auch. adjustments, take a look at your fire, check it a couple times until you find out what range works for you. So while I make good on my promise to my wife to get some for sale signs up, be sure to check out this video over Tach here auch. where I compare the offset fuel consumption. So I measured out the same amount and volume of wood, put all four of these through a bit of a fire management test just to compare Das sieht ja fuel alles super mileage. aus, ne? And So you kleine Feuer da actually drin, das reicht save vollkommen money with aus. some of the features that you get on a premium backyard offset, like thicker gauge steel, insulated or semi-insulated fireboxes versus a thinner gauge steel like on my Hokoma Joes. If you haven't seen that, you want to check that out. That's it for today, though. I'm James from Smoky Super. Dad Barbecue. Signing off. Vielen Dank. Remember, don't be afraid to fire it up. Cooles Video, Leute. Also erstmal schreibt mal, also während ich dem hier antworte, schreibt ihr mal bitte hier in den Chat, wie ihr das Video fandet. Also ich fand's super. Einfach als Anregung, dass man hier wirklich mal so ein paar Sachen probieren kann. Also wirklich, wirklich top, ne? Solche Videos gucke ich total gerne. Also, weil, klar, ne, vielleicht funktioniert das so nicht jede Methode auf deinem, aber das kann man ja dann ausprobieren. So, natürlich, Daumen hoch, kommentieren. Abonniert habe ich ihn schon. Also dieser Smoking Dad Barbecue, der erzählt manchmal ein bisschen viel. Aber der hat auch gute Rezepte und erklärt halt auch wirklich viel. Ne? Also ich fand es auch sehr, sehr cool, das Video. Also hat Spaß gemacht zu gucken. Ja, Thorsten, das ist ja auch mein Problem. Also auch, deswegen kriege ich auch so einen Offset-Smoker erstmal bei Steffi gerade nie durch. Weil ich weiß, der wird da stehen. Ich würde den 2-3 Mal im Jahr nutzen. Aber öfter auch nicht, weil ich halt die Schnelle nicht. Ich habe den Pellet-Smoker da stehen. Ich kann mit meinem Mono hier mal eben schnell was machen. Und da kann ich auch überall mit smoken, weißt du? Und deswegen... Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, so, das war doch super interessant. Habe auch noch ein Log stehen. Aber Pellet Smoker und ODS Smoker ist halt einfach. Genau, Lars. Sehe ich genauso. Das ist das halt, ne? Das ist halt so, wie ich gerade gesagt habe. Wer benutzt den dann 1-2 Mal im Jahr? Einfach wegen der Männerromantik. Aber das andere ist halt, ja, Jens schreibt, ist viel Arbeit, aber es lohnt sich, klar. Auf jeden Fall. Also mit Real Holz zu smoken lohnt sich auf jeden Fall. Das ist alleine das Feeling, was du dabei hast. Moin Moin Keule, Grüße aus Salzburg, gehen raus an dich und Steffi. Dankeschön. Dankeschön, bestelle ich. Ja, also wie gesagt, ich fand es auch ein sehr informatives Video. Jetzt gucken wir mal, was wir uns hier noch für eins reinziehen. Naja, eine Stunde haben wir auch schon rum. Gucken wir mal, dann nehmen wir uns hier mal jetzt hier nicht so ein langes. Guck mal, wir haben ein ganz kurzes Video. Chicken Bombs. Und die haben noch ein schönes, guck mal, ist so ein sehr, sehr, also, ne, egal wie das Video jetzt ist, das Bild ist doch sehr ansprechend, oder? So. Hi, Jesse. Ja, also, und wie gesagt, gerade das Fire-Management fand ich super. Für alle, die es verpasst haben, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Oder aber auch, ich verlinke ja alle Videos hier unter dem Video, so 10, 15 Minuten nach dem Livestream ist alles hier. Müsst ihr einmal auf Aktualisieren klicken. Dann haben wir im Titel alles drin und unten in der Beschreibung sind alle Videos, die wir uns hier angucken. Verlinkt. So, ich würde sagen, nächste Video, und zwar die Chicken Bombs. Das ist wirklich nur ein ganz kurzes Video, 3 Minuten. Und dann sind wir aber auch durch für heute. Ich habe bei dem James und Drake mal versucht, auf dem Gasgrill zu smoken. Mit so einer Metallbox und Chips. Das fand ich nicht so gut.
Ja, aber das geht auch. Aber der Drake ist halt, da ist halt das Coole, dass du das ja mit der anderen Seite machen kannst. Ne? Das ist ja das Schöne daran. So, ziehen wir uns das mal hier rein. On today's video, we're gonna knock out first place chicken. Oh, den haben wir auch noch nicht. Appetizer. Let's go. Geiler Pool. Also, ich glaube, die trinken gerne beim Barbecue. Bacon Wrapped Chicken Bombs. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für Bombs sind. Cosmos Killer Honeybee, room temperature cream cheese, 1 or 2 jalapenos, shredded cheddar cheese, a pack of thin bacon, chicken thighs that are boneless, skinless chicken thighs. Okay, also. So we're gonna start. Er hat Hähnchenschenkel, aber schon ausgelöst aus dem Knochen. Er hat hier, habe ich doch jetzt richtig, er hat Frischkäse da, Jalapenos da und hier Cheddar, oder? War doch Cheddar. Und natürlich Bacon. Jalapenos, richtig. Von den Chantal die Jalapenos. As big as you want, depending the heat level that you guys are looking for. I like them thin, so I cut them real thin. Then you're gonna put the cream cheese in a bowl and you're gonna mix it with. Ja, das ist übrigens geiler Trick hier. Ganz normalen Frischkäse. Wirklich, wenn ihr da ein bisschen von eurem Barbecue-Gewürz dran macht und das so ein bisschen vermixt, boah, du kannst dem so geile Geschmäcker geben und damit dann Sachen beim Grillen füllen, aufpeppen. Das ist so geil. Ich liebe Frischkäse beim Grillen. Tach auch. Ja, hallo Robert. So, jetzt schneidet er, guck mal, da seht ihr, sind die Keulen ausgelöst. Aber die Arbeit brauche ich mir gar nicht machen. Bei unserem türkischen Metzger, also wir haben hier so einen türkischen Supermarkt, da ist ein türkischer Metzger drin. Der hat das alles da schon so liegen für einen geilen Kurs. Da hole ich mir die ausgelösten Keulen alle bei dem so. Ja, warte, ich mache ihn lauter. Müsste jetzt lauter sein. So, seht ihr, ein bisschen Cream Cheese, Frischkäse drauf. Ein Jalapeno, weil wir jetzt richtig schön wieder zusammen rollen. Und ich sage euch, wichtig ist da, und ich weiß, ich mache auch immer wieder den Fehler, nicht zu viel Käse reinmachen. Also von dem Frischkäse. Ich weiß, es gibt nicht zu viel Käse, aber sonst hast du echt Probleme, das wieder zusammenzurollen und so. So you're gonna roll these up and get them as tight as you can. Then once they're all rolled and to your liking, then you're gonna season the tops and all around with Killer Honeybee again. Now, let's get the bacon out. Make sure it's always thin, cheap bacon. You don't want to use that real thick stuff. You don't want to use any of that. You want the thin, cheap stuff. Und zwar so rechts und links rum, so dass auch die Seiten zu sind oder weitestgehend zu sind. Chicken thigh around in bacon. Wrap it tight as you can get it. Once it's wrapped, kind of put it in your hands and kind of mold it into like a giant egg form. Kind of get it formed up in your hands to make sure the bacon and everything's sticking together and everything's holding together. After the chicken's prepped, let it sit. And you're gonna either fire up your grill. So, 500 Grad. 500 Grad den Grill vorgeheizt. Also ich sag mal so 250 Grad ungefähr. Also ich halbiere in letzter Zeit auch immer nur, aber es sind nicht genau, aber hier, wir gucken einmal hier, 500 Grad Fahrenheit sind 260 Grad. Also ein Grill ordentlich vorgeheizt. Ja, wirklich knallhart vorgeheizt. Your oven. Today I'm going to use the Weber kettle and I'm going to use it on a vortex. So now you're going to add the chicken to the vortex. So, er macht es aber indirekt. For 10 minutes and you're going to rotate the lid after every 10 minutes. You're going to start at 12 o'clock for 10 minutes. You're going to rotate to 3 o'clock 10 Minuten. after 10 minutes. 6 o'clock und after 10 nach minutes. 10 Minuten immer mal drehen. 9 after 10 minutes. You're going to want to keep rotating this lid until the bacon looks crispy and the bacon looks done. Make sure you use your thermometer and temp the chicken. You want it to read 165 or higher. I got my mouth full. I ain't going to be able to say goodbye. Also sieht schon geil aus. Und er haut es ja noch rein. Ich hätte die noch glasiert. Ich hätte noch Barbecue-Soße drüber gemacht und die nochmal 5 Minuten bei leichter Temperatur drin gelassen. Ja, das war doch ein kurzes, aber geiles Video. Zumal habe ich auch noch nicht gemacht, weil wir müssen aber erstmal wieder zurück.
So, jetzt müssen wir den erstmal, You're Behind BBQ. Oh, guck mal, kleiner Kanal, schön, das freut mich. 1540, kriegt auch ein Like. Ich schreibe mal Great Idea, weil, weißt du, so, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen, mal die Hähnchenbrust mit Frischkäse einzuschmieren. I will try it in Germany. Sehr, sehr geil. So, ist auf jeden Fall, kann man das mal machen. Jo, David, ich auch. Ja, ich auch. Ich werde es auf jeden Fall nachmachen. Weil, stell mir geil vor, so eine ausgelöste Hähnchenkeule, die eh schon saftig ist, bisschen Frischkäse, bisschen Jalapeno für die Schärfe, bisschen Cheddar, Wrappen, dann Bacon, kann alles nur geil machen. Kann nur geil sein, kann nur geil sein. Ja, und 260 ist schon krass. 260 gibt Gas, aber ich muss euch sagen, indirekt Hähnchen bei 200 Grad, 180, 200 Grad, kannst du ruhig 40 Minuten im Grill lassen, gerade bei Hähnchenkeulen. Und wenn, ich meine, du musst jetzt, wenn die dann gerappt oder die sind ja vom Bacon geschützt und sind auch eingewickelt. Ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, ist nicht schlecht. Also, ich will vielleicht auch nicht auf 260 gehen, aber 200, 220 hätte ich auch. Ja, obwohl, und manchmal dann halt so die 10, 20 Grad machen das dann auch nicht mehr aus, ne? Manche sind ja immer so auf, wir müssen auf 5 Grad genau. Schwachsinn, Leute, braucht ihr nicht. So, den haben wir abonniert, haben wir geliked, haben wir einen Kommentar gegeben. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war mal wieder ein sehr, sehr schöner, cooler Mittwoch mit euch. Ich finde es geil, wie ihr euch hier auch während den Videos im Chat austauscht. Genau das ist ja genau das, was Bock macht und warum wir das hier überhaupt machen. Und ich fand die Videos geil. Ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche für Videos haben. Wie gesagt, aktuell immer sehr spontan, dass ich die Videos suche. Die hatte ich jetzt auch erst heute Morgen. Außer, was wir letzte Woche besprochen haben, dieses Holzvideo. Muss mal gucken, was für ein How-To-Video wir nächste Woche gucken. Ansonsten werde ich mit Sicherheit wieder irgendwelche geilen Rezepte finden. Ihr wisst ja, morgen ist wieder ein Short angesagt hier auf YouTube. Aber eins, was ihr schon als Langrezept kennt. Dann morgen ist auch Instagram Reel. Wochenende kommt natürlich wieder ein langes Video. Nächste Woche Mittwoch dann wieder. Auch heute der Podcast rausgekommen. Also hört gerne mal rein. Wer noch ein bisschen mich quasseln hören will, gerne den Podcast. Diesmal haben wir den Gast gehabt und zwar den Wurstfluencer. Also wer Bock hat, hört einfach mal in unseren Podcast rein. Verlinkt ist er hier irgendwo im Chat. Und ja, und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder live. Also Leute, ich würde sagen, macht gut, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein Bierchen da rein. Ich trinke irgendwie auch nur Mittwochs mit euch. Tschüss.